Dienstag, der 31. Dezember, morgens. Hello. So, wie ist es vom Ton her? Einstellungen. Das ist natürlich immer das, was ich hier mal kurz machen muss. Gesamtlautstärke. Musik, achso, hatte ich runter. Ich habe trotzdem überall so ein Copyright-Claim bekommen auf den YouTube-Videos, weil ich die Musik hier wirklich leise im Hintergrund laufen lassen habe. Aber anscheinend kann es YouTube richtig gut rausfiltern, keine Ahnung. Okay, wir müssen heute wieder arbeiten an Silvester. Das ist ärgerlich, aber na gut. Good morning, P.O. I'm starting today with the weather forecast. It will be bright and beautiful. Which brings us to the last P.O. positive or pet peeve of the year. It's one from yours truly, who'd like to end 1985 on a positive note. P.O. positive or... So, ich muss hier den mal unterbrechen. Okay, wir haben tatsächlich nur hier was. Das ist so blöd, weil der labert immer und ich würde es mir gerne anhören, während ich irgendwo hinfahre, aber die ersten Halte sind quasi ja schon hier. Na gut, egal. We all know P.O. is the best place in the world. And it's of course all because of the people living here. And by people, I mean most of the people. The majority. More than half in any case. So, thank you for that. And let's keep it up. I've got a feeling 1986 will be a special year, and I can't wait for it to roll on. Stay safe out there today and tonight. Have a good one. Cheers. Back to the music. Cheers. So. Dann haben wir ihn mal hier fertig quatschen lassen und dann muss ich hier mal den Brief abgeben. Hier nicht anscheinend. Hier vielleicht? Ja. Okay. Ich glaube mal... Achso, er hat extra die Brille aufgesetzt dafür. Okay, cool. Ich dachte, wir hätten hier so ein... Ja, genau, so einen Kalender gehabt. Ich dachte nämlich beim letzten Mal, wie gesagt, dass wir diese ganze Woche noch fertig spielen werden. Aber ich schätze mal nicht. Also ich glaube, das ist mir dann, wie gesagt, beim Schneiden aufgefallen, dass wir vermutlich nur noch die Silvesterparty heute machen. Und dann ist das Spiel vorbei. Naja. So, was haben wir denn hier? 108 East 2nd... Oh, come on, hier einmal rüber. East 2nd Street. Okay. Boah, die Steuerung hier ist auch teilweise ein bisschen schwierig, ne? Ist es hier? 108 könnte sein. Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Ich versuche mal mein Glück hier. Ach nee, ich muss ja hier noch... Oh, ich bin schon wieder voll raus aus dem Spiel. So, ich muss ja hier noch einmal das Paket überhaupt holen. Ohne Paket. Ohne mich. Jawohl. Dann bringen wir das hier hin. Er hat aber ein krasses Klopfen drauf. Na gut. So, einmal wieder hier rein. Tja, also 105 West 2nd Street, okay. Also, ich weiß auch nicht bei dem Spiel hier. Ich habe es jetzt tatsächlich als DLC gespielt, weil wir halt das Vorgängerspiel bzw. das Main-Spiel schon gespielt haben. Aber es ist jetzt... ja, ob man das jetzt spielt oder nicht, ne? Ist ehrlich gesagt so... irrelevant irgendwie ein bisschen. Tut mir leid für die Entwickler, weil ich glaube schon, dass die sich Mühe gegeben haben, aber die Story ist halt echt lame. Also muss ich halt jetzt leider mal so hart sagen, wie es ist irgendwie. Aber die Story hat halt gar nichts. Also nichts, wo man irgendwie sich dachte oder denkt jetzt hier, ja, boah, was wird gleich passieren? Oder, ja, keine Ahnung. Es ist halt wirklich cozy. Also, aber nicht cozy, also eher so Einschlaf-cozy. Wow, so. Ich meine,
Ich finde halt, dass das Spiel auch noch so ein bisschen Optimierungsbedarf hätte, meiner Meinung nach. Also vor allem irgendwie was Steuerung angeht. Es wäre cool, wenn er einfach mal rennen könnte. Das ist für ihn Rennen, das ist normales Gehen, das ist Rennen. Ja, so kann man hier ja nicht viel erkunden irgendwie. Zum Beispiel mal zu Fuß oder so. Und ja, auch so. Könnte die Story einfach... Ihr könntet doch ein bisschen mehr Pfiff haben. Aber naja. Also da fand ich das Hauptspiel schon um einiges besser. Hier denke ich mir fast, dass ich ein bisschen... Ja, ein bisschen umsonst Geld ausgegeben habe, ne? 101... Hier. Leider. Leider. Naja. Es kam halt ja, wie gesagt, auch nicht viel dazu. Also zum Main Game irgendwie war das ja hier relativ übersichtlich. Also im Endeffekt das Einzige, was dazu kam, war, dass jetzt hier Schnee liegt und die Häuser dekoriert sind. Das finde ich sehr schön. Das mag ich. Aber das ist so ungefähr fast schon das Einzige, was dazu kam. Oder ja, halt noch die Story, die ja nicht so wirklich spannend ist. Naja, naja. Wow. Aber im Endeffekt, wir feiern heute Silvester hier nochmal nach. Und dann haben wir's. Haben wir unsere anstrengende Arbeit hier wieder erledigt. Nope, das ist das falsche Haus. Damn it. Muss ich hier hingehen? Das ist immer Pain. Okay, hier setzt er nicht seine Brille auf. Na gut. Ja, ich habe ja dieses Jahr Silvester in Berlin gefeiert. Und ich meine, ich wohne da ja auch, ne? Deswegen feiere ich da auch. So, warte mal, wohin fahren wir denn? Dann machen wir hier. So, okay. Und ja, war dieses Jahr irgendwie auch schon eine Hausnummer, weil ich etwas unterwegs war. Also ich wollte zu jemandem fahren. Aber da musste ich halt mit den Öffis dahin fahren und relativ weit fahren. Und es war echt schlimm in Berlin. Also, was hier abging, heute, das war schon fast irgendwie ein bisschen kriegsähnliche Zustände. Also, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie teilweise echt gruselig. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich musste so mit dem Bus fahren und ich dachte die ganze Zeit irgendwie im Bus. Jetzt könnte auch irgend so ein Irrer kommen und hier im Endeffekt einen Böller reinwerfen, ne? Man weiß ja nie, was in den Köpfen von den Leuten abgeht. Ja, I don't know, aber seitdem ich in Berlin wohne, bin ich halt wirklich für Böllerverbot. Aber sowas von. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Kein Problem, Maureen. Ich helfe dir immer gerne. Hast du dich schon entschieden, was du tun willst? Have you made a decision on what to do? Yep, and I hope it's the right one. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time regardless. Ja, ich glaube, es gab ja irgendwie so ein Problem mit den Snacks oder sowas. Sie wollte Snacks von irgendeiner anderen kaufen und die andere wollte aber keinen Rabatt mehr geben. Nee, hier spielen wir nicht mehr. Forget it. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir heute Abend vielleicht keine Snacks haben. Aber naja. Dann ist das so, weil ich glaube, ich habe mich doch irgendwie bei meinen Entscheidungen dazu entschieden, dass ich ihr nicht helfe, dass sie das günstiger bekommt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die wollte die andere auch nur abzocken. Sie wollte ihr die Snacks irgendwie unter dem wirklichen Wert... Nee, keine Ahnung. Aber sie wollte ihre Snacks halt sehr günstig kaufen und... Nee. Da dachte ich mir, nein. Du musst schon den ordentlichen Preis bezahlen. So geht das hier nicht. Wow. Ja. Ich bin sehr gut im Autofahren. Nee, es liegt an der Steuerung natürlich. Es liegt immer an der Steuerung.
wenn irgendwas nicht klappt. So. Fahren wir mal zu diesem komischen Typi hier. Oh nein, hier sind wieder die Fernsehleute. Oh, ich weiß noch, dass die nervig waren. Ja, geil. Das heißt, ihr dürft wieder mit denen quatschen. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Der ignoriert mich. Ich bin nur eine Fliege an der Wand. Soll ich mich einfach hier drüben hinstellen? Hi, guys. Don't mind me. I'll just be a fly on the wall here. That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's a... Hey, wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself. Always chasing the story, me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here in P.O.? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly, and I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. Ja. Never mind, he's not mic'd. Ja, bin ich. Und nein, habe ich nicht. Nun, Mr. Price, wir hatten wohl einen etwas holprigen Start. Sollten wir das hier ansprechen im Radio? Aber warum nicht? Well, Mr. Price, we did get off to a rough start. You don't say. Because we happen to have a little section called P.O. Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... The price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe this guy? Sheesh. Sheesh. Oh Mann, er ist ein Arschloch. Ich fand's ganz lustig, dass wir ihn jetzt auffliegen lassen haben. Hat er verdient, muss ich sagen. Und ja, Tommy, wir spielen jetzt gerade weiter. Beziehungsweise heute nur noch das Ende. Ja, reicht dann auch wieder. Gut, jemand im Fernsehgeschäft benimmt sich unausstehlich. Sie durften gerade das volle Jack Reynolds Erlebnisprogramm genießen. Nehmen Sie es nicht persönlich, Mr. Price. Jack ist ein prima Kerl. Na, eigentlich haben wir ja auch mit dem Thema so angefangen. Aber, na gut. Hat er anscheinend nicht mitgeschnitten. Ja, dann sagen wir das hier. Congratulations. You've just had the privilege of the full Jack Reynolds experience. That's the thanks I get for stopping by amateur hour.
sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though. While it lasted, anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Ich wollte gerade sagen, der braucht sich nicht entschuldigen irgendwie. War schon lustig, dass wir das miterleben durften. Ich, ja, kann es kaum erwarten. Dann sehen wir uns da. Ich freue mich drauf mit einer gewissen Beklemmung. I'm looking forward to it with no small amount of trepidation. So is Frank. He's as nervous as a long-tailed cat in a room full of rocking chairs. Should be quite entertaining. Ja, wird bestimmt supi-dupi. Naja. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ja, komm, wir fahren die Strecke hier jetzt nochmal. Ich meine, wir könnten auch mit Schnellreise hier hinfahren, aber ach, komm on. Ist ja jetzt quasi die letzte Strecke, die wir noch fahren. Eventuell. Also genießen wir das nochmal. Mit den tollen Texturen hier auf dem Boden. Die sich irgendwie gerade so wiederholt haben, aber naja. Ich will nicht meckern. Schön sieht's ja aus. Ich meine, der Grafikstil gefällt mir auch. Aber hier sind wieder die Texturen. Ja, also... Wow, ich sollte vielleicht mal bremsen, wenn ich hier um die Kurve fahre. Naja, ich glaube, das Auto hat hier, das kann das ab. Anscheinend hat es eh keinen Schadensbarometer. Barometer? Sagt man das so? Naja. Es ist was anderes als zum Beispiel ein GTA. Da geht's ja dann auch. Oh, wir haben schon 2024, das heißt nur noch ein Jahr, dann kommt GTA 6 raus. Das könnte krass werden. Obwohl, am PC kann ich sowieso dann erstmal bestimmt wieder nicht spielen. Es kommt bestimmt wieder erst für Dingsbums raus, für die Konsole und dann irgendwann für PC. Ist immer ärgerlich, aber scheiß drauf. Solange es dann wenigstens funktioniert, bin ich auch froh irgendwie. Hä, wie? Der ist jetzt schon wieder hier. Der war doch gerade da drüben. Oh, ich habe keinen Bock mehr mit dem zu reden. Ich glaube, ich hoffe einfach, der Typ ist in sein Motelzimmer gefahren quasi. Und wir müssen jetzt nicht mehr mit ihm quatschen. Dieser... Ja, keine Ahnung. Mir fällt kein passendes Schimpfwort für ihn ein. Oh, da ist der andere nette Typ. I should have a new booking system ready in a few weeks. Ja. Hallo? Hier, das Paket für Sie. Will er nicht nehmen. Ja, dann, was soll ich da mit dem Paket machen? Ja, schaut da auch nur blöd. Ja, ich habe hier keinen Roomservice. Ich bin nur einfache Paketbote. Bei welcher Tür muss ich denn? Bei der 2 steht irgendwie anklopfen. Also steht, glaube ich, auch hinter der Kamera. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber... Ja, okay, steht nur bei der 2 anklopfen. Dann muss ich wohl hier hin. Klopf, klopf, der P.O. Smoking Lieferdienst oder Lieferservice. Speziallieferung für einen Mr. G. Serrano. Special delivery for a Mr. G. Serrano. Hallo? He's not in. Ich sollte ihn ja wohl bei Ilse abgeben. Ich könnte ihn ja an der Rezeption abgeben. Vielleicht sollte ich ihn einfach an den Türknauf hängen. Naja, gut, ich würde nicht an den Türknauf hängen, weil im Motel bestimmt nicht so sicher. Ich gebe ihn bei Ilse ab. Probably leave it with Ilse then. Room 9. Okay. Ja, weil zum Typi an der Rezeption will ich jetzt nicht nochmal gehen. Ich bin froh, dass wir nicht viel mit ihm reden mussten. Und das soll auch bitte so bleiben. 8 und dann da hinten hier einmal. Genau. Klopf, klopf. Der P.O. Smoking Lieferservice. Okay, das ist auch beim zweiten Mal nicht witzig. Könntest du diese Lieferung für Zimmer 2 annehmen? Please accept this delivery for room number 2.
Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed, delivered. That's the Weiss guarantee. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. Ooh, when I use my witchcraft. Ooh, Ey, der Song kommt doch immer im Radio. I use my witchcraft. Ooh, yeah. Yeah, geiler Flow. Okay, er duscht schon bei ihr, also hat es doch geklappt. Die sind zusammengekommen, weil ich dachte ja eigentlich, wir mussten mal so einen Film für die aussuchen und die wollten unbedingt, dass ich denen einen Liebesfilm gebe, aber ich habe gesagt, nee, die sollen zusammen Scarface angucken und dann war ich mir nicht sicher, ob die sich nach der Wahl vielleicht noch ineinander verlieben oder ob sie nur beim Liebesfilm irgendwie sich näher kommen. Keine Ahnung, weil die waren davor halt noch nicht zusammen, aber jeder wollte was von dem anderen anscheinend. Ich habe denen aber trotzdem Scarface gegeben, weil ich habe gesagt, man kann auch bei Scarface sich näher kommen. Und anscheinend hat es geklappt. Gut, wir sehen uns dann in Mo's Diner. Da hat ja schon jemand ein fröhliches neues Jahr. Das Lied liebe ich auch. Well, Great. So, Unangenehm. see you tonight at the diner. Oh, and thank you. my pleasure, Ilsa. Ja, kein Problem. Wir haben also wieder den richtigen Riecher bei Filmen gehabt hier. Ha. Ja, keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, vielleicht können wir den Spielverlauf so eher beeinflussen, indem wir halt eine Auswahl für den Film treffen und die dann entweder zusammenkommen oder nicht zusammenkommen. Je nachdem, ob man halt Liebesfilm nimmt oder einen anderen Film. Aber man kann hier, glaube ich, gar nichts beeinflussen. Naja, gut. Das heißt, die Story ist vorgegeben. So. Ich mache jetzt hier mal einmal die Schnellreise hin. Und dann werden wir den Tag auch heute abschließen. Noch einmal hier durchfahren. Ja, die Stadt haben sie, sieht schon süß aus. Finde ich. Haben sie schon schön gemacht. Okay. Und dann einmal, ja, Feierabend. Haus der Familie Weiß, Dienstagabend. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Mo's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Gehst du irgendwo hin zum Feiern? Habt ihr in der Firma eure Deadline geschafft? Oh, did you guys make the deadline? Thanks, Dad. Yep. And we're all a bit drained, but still in one piece. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. Finde ich gut. But, don't let that ruin your evening. Ich finde irgendwie Silvester auch ein bisschen überbewertet. Ich glaube, ich war fast jedes Jahr irgendwie feiern. Also so richtig im Club, bis auf jetzt letztes Silvester. Und es war halt immer irgendwie, weiß ich nicht, so, ich habe mir immer einen geilen Abend erwartet, aber es war halt irgendwie immer, naja, langweilig. Also es war immer voller als normalerweise irgendwie und keine Ahnung. Sonst war halt auch nicht viel anders, im Gegensatz zu jeden Tag quasi im Jahr, wenn man da feiern geht. Also, keine Ahnung. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr so viel an Silvester zu machen. Beziehungsweise auch nicht mehr so ein
eine große Sache drum zu machen. Ja, ich kann dich sehr gut verstehen, Meredith. Keine Bange, wir werden ganz toll feiern. I totally understand you, Meredith. My best New Year's Eve was actually one I spent all by myself. I don't know why, but that night I've never felt more at peace. And most parties aren't worth the hangover anyway. Maybe that's because you usually forget half of what happened. Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. Okay, dann sind wir zu Moe's anscheinend. Beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party, and a costly one at that. So, if you feel inclined to end the year on a generous note, you know where the tip jar is. We've got snacks and drinks aplenty. So I'm sure that even the grumpiest so-and-so will be able to have a great evening. Thank you all for coming. Also gibt's doch Snacks. Na gut. Hat sich meine Entscheidung auch nicht aufs Spiel ausgewirkt. KNW6 News Team. In the flesh. Hi, Thomas. Schicker Smoking, Gabriel. Ich krieg den ganzen Tag dieses Witchcraft-Lied nicht mehr aus dem Kopf. Oh, schöne Anspielung hier. Ja, sagen wir das doch mal. So richtig unangenehm. Das ist so richtig dieser unangenehme Opi irgendwie. Darndest thing. I've had this song stuck in my head all day. It goes, witchcraft, ooh. Witchcraft, ooh. What a coincidence. That's been stuck in my head, too. He knows. He heard you sing it in the shower. Oh, right. Elsa Richter, ladies and gentlemen. Segment producer, car problem solver, and joke explainer extraordinaire. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Hallo, Connor. Hallo, Mr. Price. Schön, Sie zu sehen. Nein, es ist definitiv nicht schön, ihn zu sehen. Ja, ich würde ihn mit Nachnamen ansprechen, oder? Mit Vornamen. Oder? Es ärgert ihn vielleicht, wenn wir ihn mit Vornamen ansprechen. Ach komm, wir machen es mit Vornamen. Hi, Connor. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Ja, lecker. Haggis. Haben wir jetzt gelernt, was das ist? Ja. Wie sollen wir in Zukunft bloß ohne dein Wissen klarkommen? Ich glaube nicht, dass ich das schon mal gehört habe. Haggis, ja, daher also der Workshop. Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well, I will still be selling sets of encyclopedias at the store for a few more months if you need them. I'll cut you a nice deal. Only if you'll help load them into my truck. All joking aside, my friends, now that a new year is upon us, I feel a moment of thanks is in place.
I know I've kept my situation from you for a while, but now that it's out in the open, I honestly don't know why I didn't share it with you sooner. Pride, I suppose. But I feel so much better now. So thank you, my friends. Dafür sind wir doch Freunde. Schön zu hören. That's what we're here for. Glad we could be there for you, Beth. And thank you for opening us to it. We'll always be there for you. But you have to let us in first. I hope you remember that when you're in Georgia. Definitely. In fact, it's my new resolution for 1986. Along with letting go and seeing where life takes me. What about you, Emily? Any resolutions? Well, less work and more fun, I suppose. Now that this guy Matt is joining the motel, I am looking forward to a bit more quality time. What about you, honey? Ein schöner langer Urlaub wäre nicht zu verachten. Ich würde nächstes Jahr gerne mal zu Meredith rüberfahren. Oder ein weiteres Jahr mit dir. Mit dir? Ich alles? Achso, ist vermutlich alles, was ich mir wünschen könnte. Hasi. Oh, Hasi. Sehr schnulzig hier das letzte, ne? Boah, keine Ahnung. Aber es ist schon süß. Komm, wir sagen das einfach. Another year with you is all I could ever hope for, dear. Oh, I love you too, Big Bear. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Ich hoffe, das ist positiv gemeint. Das gilt auch umgekehrt, Beth. Und wir werden uns garantiert auch wieder in Erinnerung bringen. Same here, Beth. Absolutely. We wouldn't be able to forget you if we tried. Not that we tried, of course. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, Jetzt bin ich ja mal gespannt. you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss Bethy. So will I. Pakete für den Buchladen bessern immer gleich meine Laune auf. Sie ist ja noch eine ganze Weile hier. But she'll still be around for a while, so it won't be too abrupt. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. Es ist gut, wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Ich denke gern mal über alles nach, was passiert. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's most important in life. But let's enjoy the here and now instead. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that, and to you, and all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. 20 seconds on go, Mr. Price. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo!
Ilsa, are we getting this? Son of a... Somebody check on Frank. Was ist jetzt passiert? Ist seine Hütte explodiert oder was? Mittwoch, der 1. Januar morgens. Ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Okay, ich bin gespannt. Es lädt sehr lange. Hä, ich dachte jetzt, wir sehen noch das Feuerwerk. Sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although, unfortunately, the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-okay. Na, immerhin. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where, even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. Der zockt doch auf Arbeit. Generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for, but I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. I just think it's the best place in the whole wide world. Sue me. Store-Managerin und Chainsmokerin. Everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. This is home. Indeed. Jetzt haben sie Frank einfach rausgeschnitten. Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, P.O. Danke, dass du Lake gespielt hast. Ja, bitteschön. Ja. Also ich muss sagen,
Die Story bei dem DLC, ne, ich habe es ja schon öfter angedeutet, die war jetzt nicht so prickelnd. Also da fand ich, glaube ich, die klassische Version hier doch um einiges besser. Aber das Spielprinzip wird halt, naja, ist halt immer das Gleiche, ne? Du fährst rum, teilst die Pakete aus und die Briefe und wirst ein bisschen zugelabert dabei. Ja, ich weiß nicht. Also, war schön für den Stream. Ob sich das hier jetzt gelohnt hat, naja. Also, persönlich würde ich sagen, nicht so unbedingt. Leider. Also ich habe mir auch was anderes drunter vorgestellt und ich hatte gehofft, also die Steam-Rezensionen waren ja auch schon so, also haben das schon so ein bisschen, ne, rüberbringen lassen, dass die Story hier nicht so krass sein wird irgendwie und sehr kurz. Ich dachte, naja gut, ich schaue jetzt mal selber rein, muss dem aber leider dann auch irgendwie zustimmen. Naja, gut. Aber es war ja eigentlich auch so ein bisschen, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, um das in der Weihnachtszeit zu spielen und auch fertig zu spielen. Aber naja, gut, das haben wir jetzt heute gemacht. Wir haben es jetzt durch. Wir wissen, wie es zu Ende ging. Obwohl wir auch bei der Story nicht wirklich irgendwas beeinflusst haben. Also das ärgert mich. Wir haben nicht mal zum Schluss irgendwie so Einflussmöglichkeiten gehabt. Ich glaube, beim ersten Teil konnten wir noch entscheiden, also konnten wir noch so ein paar Entscheidungen machen. Ich will jetzt nichts vorweggreifen nochmal, aber es ging, glaube ich, eher als dann, ja, hier. Na gut. Okay, das war's dann, ihr Lieben. Ja, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.